Nur Ja heißt Ja. In Spanien wurde das Sexualstrafrecht verschärft. Es besagt, dass alle beteiligten Personen den sexuellen Handlungen ausdrücklich zustimmen müssen. Das Neue ist im Grunde genommen, wer muss das beweisen? Vorher musste man sozusagen dem Täter nachweisen, dass das nicht einvernehmlich war. Heute muss der Täter oder, sage ich mal, der mutmaßliche Täter muss nachweisen, dass der Sexualverkehr einvernehmlich war. Und das ist das Besondere und das ist wirklich ein Quantensprung. Der Gesetzesentwurf ist eine Reaktion auf Gruppenvergewaltigungen, bei denen die Täter mit milden Strafen davonkamen. Die Urteile lösten Proteste in ganz Spanien aus. In Deutschland gilt seit 2016, Nein heißt Nein. Hier muss das Opfer beweisen, dass die sexuelle Handlung nicht gewollt war. Man kann vielleicht sagen, nach deutschem Recht haben immer die Opfer die Probleme und nach spanischem Recht haben jetzt die Täter die Probleme. Und das ist sozusagen eine Verschiebung derjenigen, die im Prozess dann ein Problem haben. Braucht es in Deutschland auch eine Verschärfung des Sexualstrafrechts? Wir haben Studierende in Frankfurt gefragt. Ich finde es auf jeden Fall prinzipiell richtig, weil ein Ja bedeutet für mich Ja und ein Nein, finde ich, ist nicht immer ein konsequentes Ich will es wirklich nicht. Und das auch rüberzubringen, finde ich an vielen Stellen eher schwierig, Nein zu sagen, als zu sagen, so ja, ich möchte es. Also ich finde, auf der Kommunikationsebene ist ein Ja eigentlich einfacher zu sagen als ein Nein. Ich frage mich an so einer Stelle auch, warum wir beispielsweise bei der Organspende oder bei, keine Ahnung, Internet-Cookies explizit zustimmen müssen, gerade warum wir da in Deutschland so auf das Individuum achten, aber dann bei der Sexualität dann davon so stark abweichen. Das Problem ist, glaube ich, halt, dass oft ein Schweigen auch nicht als Ja gedeutet werden kann. Das heißt, wenn ich irgendwie betrunken bin, wenn ich nicht in der Lage bin, Nein zu sagen, wenn irgendwie die Situation unklar ist und ich mir nicht sicher bin, möchte ich das wirklich und ich nicht explizit Nein sage, heißt es nicht Ja. Und das ist einfach auch im deutschen Strafrecht nicht genug gesichert. Wie sich die Zustimmung am sichersten einholen lässt, Arndt Kempkens hat eine konkrete Idee. Ich wünsche mir einen Vertrag, den man tatsächlich vorher abschließt, dass man tatsächlich die Grenzen festlegt und dass man das einvernehmlich schriftlich regelt. Das ist natürlich völlig absurd, aber das wäre eigentlich die sicherste Möglichkeit. Nee, also weil irgendwo, denke ich mir, muss man gesellschaftlich auch so eine gewisse Tür offen lassen, wo man flirten darf oder schauen muss, ob es passt. Vielleicht entwickelt sich was, vielleicht nicht. Also die Grundidee dahinter finde ich gut. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich da wirklich mit einem Stift hinsetzt und es dann unterschreibt, aber grundsätzlich sowas in die Richtung ist auf jeden Fall denkbar und eine gute Lösung für das Problem. Ich finde sie, glaube ich, schwieriger umzusetzen, dass man da halt vielleicht eine App entwickelt oder, also wäre jetzt mein Vorschlag, dass man vielleicht an eine App denkt oder so, dass man das halt irgendwie so einfach wie möglich macht. Jeder hat heutzutage ein Handy. Auf Papier wäre es dann vielleicht ein bisschen schwieriger, aber dass man dann halt das irgendwie ein bisschen mehr vereinfacht. Also prinzipiell finde ich die Idee auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Unsere Umfrage zeigt, ein Nur Ja heißt Ja-Gesetz könnte auch in Deutschland für mehr Opferschutz sorgen.